Wollt ihr wissen, was ich wieder mal hier vorhabe? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Meine Fehlkäufe. Es geht darum, euch ein bisschen zu zeigen, was habe ich so in der Laufe der Zeit so falsch gemacht oder falsch bestellt, falsch gekauft. Und deswegen habe ich noch einmal ein bisschen so in die Schubladen geguckt und mir sind noch zwei Sachen aufgefallen oder in den Sinn gekommen, was ich auch noch sagen oder darüber berichten könnte. Letztes Mal waren ja zum Beispiel vorwiegend die Ausrüstung dran, was Schutzausrüstung angeht. Und dann habe ich noch ein bisschen rumgeguckt und habe dann bemerkt, ich habe eigentlich noch zwei wichtige Punkte, die ich gerne sagen möchte. Und dabei geht es hier einmal um die Logitech MX Konsole. Das ist, ich blende es euch mal ein, das andere habe ich jetzt nicht mitgenommen, ich habe jetzt einfach mal das hier rausgenommen, den Regler. Das ist ein Regler plus eine Tastatur, wo man halt Schnellzugriffe einfügen kann und somit dann halt der Workflow ein bisschen einfacher ist. Das andere ist halt die GoPro. Ich bilde euch auch mal ein, welche ich alle habe. Ich habe die GoPro 9 gehabt, ich habe die GoPro 10 gehabt und die GoPro Max. Die habe ich jetzt ja alle wieder verkauft. Ja, bleiben wir doch gleich bei der GoPro. Und zwar ist vor allem auch die Hitzeprobleme wirklich ein Riesenproblem gewesen. Vor allem im Sommer, wenn da irgendwie über 30 Grad ist, du bist auf der Straße und die Sonne brennt runter. Ich habe diverse Male irgendwelche Abbrüche gehabt, was die Videos angeht, einfach während der Aufnahme, Stopp und weg. Und ja, habe dann irgendwann herausgefunden, das kommt wegen der Hitze. Also egal auf welcher Auflösung, natürlich müsst ihr auch aufpassen, je höher die Auflösung, umso mehr arbeitet dann auch die Kamera. Also habt ihr dann noch schnellere Überhitzungsprobleme. Und das ist so... Das und noch ein Punkt ist wirklich so das Schlimmste, finde ich, bei der GoPro. Deswegen, zweiter Punkt, die Akkuleistung. Das ist sowas von miserabel. Klar, ja, ich habe nicht die neuesten Versionen, aber ich denke mal, ab GoPro 10 muss man schon sagen, da waren sie so weit, dass sie etwas Anständiges herausbekommen haben oder hätten sollen. Ich habe mir dann die Original GoPro-Akkus habe ich dann für die 9 benutzt, weil bei der die Akkulaufzeit ein bisschen besser ist. Und habe dann für die GoPro 10 habe ich die Enduro-Batterien, das sind die weißen, blende ich euch sonst auch noch schnell ein. Dann habe ich die reingeschmissen, haben zwar ein bisschen länger gehalten, aber das Problem war trotzdem da. Also ihr müsst euch vorstellen, ich nehme in 4K 25 FPS auf. Ein Video reicht etwa für ein Akku reicht etwa für 30, allerhöchstens 40 Minuten. Und dann ist Ende Gelände. Und das ist dann halt schon sehr schwach. Könnte sein, dass eine Batterie kaputt ist und okay, aber wenn ich habe ja etwa 5 Batterien pro Kamera gehabt, die waren alle so. Also egal welche ich reingetan habe. Und das, was die Sicherheit angeht, es gibt Akkus, die sind aufgegangen. Also die sind wie ein Ballon aufgegangen. Wirklich so wie geschwollen. Die haben einfach wirklich an den Seiten, es war nicht mehr rechteckig, sondern wirklich aufgedunsen, aufgeblasen. Und das ist auch für mich, ich habe dann auch ChatGPT nachgefragt und da hieß es sofort weg mit der Batterie, wenn eine aufgeblähte Akku oder Batterie
sofort weg damit, Explosionsgefahr. Und ja, geil. Also musste ich auch innerhalb von 2 Saisons auch Batterien wechseln und so und das geht auch ziemlich in die Tasche. Und deswegen, das ist halt der andere Knackpunkt, was ich habe. Ja, dann können wir auch schon zur Software oder zur App kommen, und zwar die GoPro Quick App. Die Play, muss ich sagen, die ist gut. Das ist extra für die 360 Grad zu bearbeiten. Läuft nicht schlecht, also gut kann man auch nicht sagen, ist okay. Aber die Quick App, die hat mir sehr oft Probleme gemacht. Zwar beim Pairing mit der Kamera, da bin ich manchmal 10 Minuten am Motorrad unter der Sonne irgendwie ran gewesen, um einfach nur kurz zu gucken, stimmt die Position von der Kamera. Das schaue ich dann übers Handy. Aber bis sich's gepaart hat, ging es also wirklich manchmal Minuten. Was die Dateiübertragung angeht, kann ich halt nicht sagen, weil ich habe nie die Videos auf die Cloud hochgeladen oder respektive in die App hochgeladen. Aber was ich halt oft benutzt habe, ist der Livescreen zum Gucken, ob äh, der Blickwinkel stimmt und ich alles in der Szene habe oder nicht. Und da hatte ich halt einfach beim Pairing mit der Kamera halt einfach oft Probleme. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist was mit der Linse oder mit dem Sensor. Also zumindest bei Dämmerungszeit. In der Nacht habe ich noch nie ein Video gemacht, kann ich nicht viel sagen, aber Dämmerungszeit, da ist oft, also gab es Touren, dass ich schon irgendwie beim Dunkelwerden irgendwie noch unterwegs bin oder irgendwie noch nicht angekommen bin am Ziel. Und da war ich halt trotzdem am Aufnehmen. Und ich muss wirklich sagen, in der Dämmerungszeit ist der Sensor extrem schwach. Es gibt ziemlich krasses Bildrauschen, das man dann auch bei der Nachbearbeitung kaum rauskriegt. Und deswegen, also Lichtverhältnisse, ich sag mal, die Lichtverhältnisse von der Linse sind einfach scheiße. Für heutige Zeit kacke. Und wie gesagt, die GoPro 10 ist noch nicht so alt. Dann kommen wir mal zu einem Manko, das mich auch ziemlich aufgeregt hat. Und zwar, ja, setze ich das in die Sparte Audio rein. Und zwar habe ich ja Dual-Vlogging und das muss ich halt mit Kabeln machen, also respektive mit der 3,5 mm Kabel. Für das muss ich einen extra Adapter besorgen, und zwar einen Media Mod. Das kostet mich irgendwie nochmal 100 Franken oder fast 100 Franken. Irgendwas um die 100, also Euro. Ja, sagen wir um die 100 Euro. Dann verstehen es alle. Und das ist auch ziemlich heavy, finde ich. Also zum einfach ein bisschen Mikro irgendwie anzuschließen, ein Mikrofon anzuschließen, einfach nochmal irgendwie 100 Stutz, damit irgendwie ich aufnehmen kann, ist schon heavy. Und das Ding ist auch nicht gerade klein, also die Kamera wird dann schon um einiges größer, ein riesen Mikrofon dran. Und das Allermühsamste vor allem auch, wenn man dann irgendwie die Batterie wechseln will, muss man zuerst das Gehäuse aufmachen, Kamera aus dem Gehäuse raus, Akku wechseln und wieder rein. Wenn du Pech hast, hast du es nicht einmal so installiert wie ich, also musst du noch alles abschrauben. Voll scheiße. Geht in die Taschen, ist teuer und man hat viel zu tun. Also da ist dann nicht einfach schnell 5 Minuten raus auf die Seite, sondern man ist dann 10 Minuten raus auf der Seite. Und das ist nervig. Finde ich auch. Also heutzutage, wenn man ja schon irgendwelche USB-C-Buchsen hat oder so, dann könnte man ja gleich ein Kabel, das ja umwandelt, besorgen und direkt einfach nur USB-C an die 3,5 mm Buchse und fertig. Also gibt's ja auch. Wieso nicht? Ja, wie schon ein bisschen erwähnt oder angestupst, es gibt dann diverse Abstürze, sei es wegen der Überhitzung oder irgendwie Akkulaufzeit, keine Ahnung was. Es gibt einfach Momente, wo das Bild einfriert.
Und da kann man gar nichts mehr machen. Es ist einfach Stopp. Es nimmt auch nicht mehr auf oder so. Und dann ist einfach ein Freeze drin. Und für das so irgendwie wieder zu resetten, muss man halt den Akku rausnehmen und dann ist das ganze Video am Arsch. Nicht gespeichert, gar nichts, alles weg. Und das ist mir auch schon ein paar Mal passiert und das ist auch. Ja, und eben, wenn man schon das Zubehör ein bisschen angeschnitten hat, die Preise für das Zubehör ist wirklich nicht gerade günstig. Also im Gegenteil, es ist teuer, wenn man halt das Originalzubehör irgendwie dazu kaufen möchte, wie das Mediamod äh, oder sonst irgendwie Lampen dazu oder so, eben Batterien. Das geht dann halt schon recht in die Tasche. Also das ist nicht so geil. Ebenso irgendwie Standardanschlüsse, wo man aber trotzdem noch irgendwie einen Adapter dazu braucht oder so, wo man eigentlich heutzutage ziemlich clever lösen könnte. Und das ist dann halt ein bisschen so veraltet, finde ich. Wenn wir schon jetzt genug über die GoPro geredet haben, kommen wir doch mal zur Logitech-Konsole. Hier wäre eben der Regler, wo man halt zum Beispiel leiser oder lauter machen könnte. Man kann all diese Tasten, den Regler, dann kann man alles individuell installieren oder draufschreiben, was getan werden soll. Dasselbe auch mit der Tastatur, die ich jetzt gerade schnell einblende. Da kann man auch jede Taste beliebig irgendwie einlesen und für irgendwelche Kürzel, Tastenkürzel oder so benutzen, was wirklich geil ist, eine coole Idee. Aber dieses Gerät ist einfach faktisch einfach nur für Adobe Apps gemacht. Wenn man irgendwie Premiere Pro hat oder weiß nicht, Adobe Cloud zum Beispiel und. Also für diese Sachen gibt es unzählige vorprogrammierte Tasten und Regler. Aber wenn man dann zum Beispiel nur schon Office, sorry, jeder kennt Office und an jedem PC ist Office dran, also Office oder halt die Sheets von Android oder so. Und allein für das gibt es keine vorprogrammierten Dinge. Man muss alles selber machen. Jede einzelne Taste ist selber also, ähm, aufschreiben oder einschreiben. Und dann muss man noch irgendwie ein Bild daran hängen, damit man das halt einfach visuell auch ein bisschen hat und schnell weiß, welche Taste ist für was. Und dann ist man wirklich extrem lange dran. Also man braucht dann viel Nerven, weil einfach keine Profile für Drittanbieter da sind. Mühsam, wirklich sehr mühsam muss man das manuell programmieren, alle einzelnen Tasten. Und das ist dann schon, also jetzt bin ich langsam soweit und ich habe schon recht viele Sachen irgendwie programmiert, installiert, was ich so am meisten benutze. Aber es gibt sehr viele Apps, die schon wirklich zum Standard gehören an einem Computer und die haben keine Vorprogrammierung. Und das ist mega schade. Das macht das ganze Ding wieder mega kaputt. Dann macht er auch zum Beispiel sehr viele Fehler auch zum Mal. Also es gibt Momente, da friert es ein und man kann nichts mehr machen. Wenn bei der Programmierung ihm die Datei zum Beispiel zum Bild nicht passt, dann ist irgendwie alles unscharf oder funktioniert nicht richtig. Also er nimmt dann irgendwie das Bild nicht für diese Taste ein, sondern es ist einfach wie weg, obwohl das Bild da drin ist. Und das ist auch nicht gerade geil. Ja, ich glaube, ich habe irgendwie was zwischen 250 Euro oder so für das ausgegeben. Wenn man dann halt so viel ausgibt, dann will man auch ein bisschen besser. Es ist alles okay. Also mich stört es nicht, dass es irgendwie aus Kunststoff ist oder so. Was ich sehr schade finde, ist, die Tasten, die hat einen Akku drin und man steckt es über USB-C und alles funktioniert. Für den gibt es 3x A-Batterie, soweit ich weiß, muss man für die reinschmeißen. Ja, was jetzt, egal. Und der funktioniert dann mit Batterien und in der heutigen Zeit irgendwelche Batterien, Einwegbatterien, ist ein bisschen schwach. Finde ich jetzt nicht so gut gelöst.
Man hätte ja gleich auch dem eine USB-C ranschmeißen können und dann hätte der ja auch mit USB-C angeschlossen funktionieren können. Und ansonsten schmeißt einen Akku rein, wie zum Beispiel die Logitech Maus oder die Tastatur. Und man kann es halt eine Weile lang so benutzen. Pfeifst du halt, wenn du nicht mehr viel Akku hast. Hast ja schon hier, du hast ja schon hier ein LED und dann könnte der ja rot leuchten und dann wüsste man, dass die Batterie zur Neige geht. Finde ich jetzt ziemlich schwach gelöst. Würde ich mal sagen, kommen wir zum Fazit. Gibt eigentlich nicht viel, ich habe schon sehr vieles dazu gesagt. Gibt es nicht allzu viel noch dazu zu sagen. Es ist einfach so ein bisschen so, Erwartung und Realität ist ja ernüchternd. Man denkt, man hat einen geilen Workflow mit der Logitech Console, aber bis man zu diesem guten Workflow kommt, investiert man sehr viel Nerven, sehr viel Schweiß, sehr viel Geduld. Das ist nicht cool. Und bei der GoPro gibt es halt wirklich mit der Zeit überwiegend nur Frustfaktoren, wie zum Beispiel Batterie, Überhitzung, Einstellungen, das Einfrieren ist wirklich schade. Für das, dass man so viel Geld ausgibt und dann fangen einfach so Probleme irgendwie kurz nach ein paar Monaten an, ist wirklich scheiße. Ja, ich habe intensiv diese Geräte benutzt, aber ich hätte ein bisschen längere Laufzeit erwünscht. Und ansonsten kann ich nicht mehr viel dazu sagen, es wurde alles schon gesagt. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Bums. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gebt auf euch Acht. Güle güle.